Okay. Hello, Namaste. So once again we are here with our another topic in Ayurveda. Hallo, Namasté. Also wir sind heute wieder hier versammelt zu dem Topic Ayurveda. Okay, and today's topic regarding the 8 factors of the food. Heute kümmern wir uns um die 8 Faktoren des Essens oder der Lebensmittel. Yeah, so people who are sitting over here and those people who are watching us online live, you can ask me question at last, people here, and those people who are watching online, please ask your question in the link in the chat at the last. Also, ihr, die hier heute hier sitzt und zuhört oder auch ihr Zuschauer online, ihr könnt gerne Fragen stellen zum Schluss des Vortrags, entweder in Person oder halt mit dem Link online. Okay, so what is most important, because Ayurveda sees that food is one of the most important thing, you know. Also Ayurveda betrachtet Lebensmittel als eines der wichtigsten Dinge. So we say that when a person is eating healthy, then that person, he do not need to go for any any health checkup or going to any doctor for taking any medicines. Okay. Also wir sagen, wenn ein Mensch sich gesund ernährt, dann muss er nicht zu irgendwelchen Gesundheitsuntersuchungen gehen oder zum Arzt oder irgendwelche Medikamente nehmen. Yes, but if a man is sick and during that time he is taking only medicament but not taking care of the food, then according to Ayurveda that medicines also doesn't work. Und wenn ein Mensch krank ist, und dann kann er alle die Medikamente nehmen, die ihm der Arzt verschreibt, aber solange er keine gesunde Ernährung verfolgt, sagt Ayurveda, werden auch die Medikamente nichts nützen. So that concept in Ayurveda is known as pathya. Pathya means like which is good for the body and for our you can say for copper, gas and Seele, you know, as we say. Also dieses Konzept ist Pathya. Pathya, yes. Pathya in Ayurveda, und wir sagen halt, was der Mensch zu sich nimmt, ist gut für Körper, Geist und Seele. Okay, so now coming back to our topic, that is with the 8 factors of the food. So the first factor is Prakriti. Also kommen wir wieder zurück zu den 8 Faktoren von Lebensmitteln. Der erste Faktor ist Prakriti. So Prakriti, as we know, there are 2 concepts of the Prakriti. First is like what is our Prakriti, our own, you know, because in Ayurveda we say like each person, they have their body type, either it's a Vata dominant, Pitta dominant or Kapha dominant, yeah. Also bei Prakriti gibt es auch 2 Konzepte. Einmal das Konzept, was ist meine eigene Prakriti? Also es gibt ja Vata-dominante Typen oder Pitta-dominante Typen. Yeah, so we should first, before eating any food, we should take care of our Prakriti, like what is my constitution, yeah. Also bevor wir irgendetwas zu uns nehmen, sollten wir erstmal schauen, was ist meine eigene Prakriti, meine eigene Konstitution. For example, a person who is Vata type, for him the food which are more like it's more light in nature and which are more cold, they are not good. Or those kind of things like the eating a lot of legumes, you know, they are not so good for the Vata. Many kinds of this koal like Blumenkohl or the broccoli, they are not good for the Vata person, yeah. Also für eine Vata-Person zum Beispiel sind kalte Lebensmittel nicht besonders gut oder auch Hülsenfrüchte oder Kohlgemüse. Yeah, and similarly for a Pitta person, like Pitta dominant person, this sharp essence needs to good for the Pitta dominant personality. Und für eine Pitta-dominante Person ist scharfes Essen nicht gut. Yeah, and similarly more claverish, more sweet and more heavy things, they are not good for the Kapha person. Und süße oder schwere Dinge sind nicht gut für die Kapha-Person. Okay, so this is like, first we should check what is our body type and according to we eat. But the second concept comes here. Second thing is the quality, the prakriti of the food. Also erstmal sollten wir schauen, was ist meine eigene Prakriti und demnach das Essen wählen. Aber wir sollten auch schauen, was ist die Prakriti des Lebensmittels, des Essens, und damit ist die Qualität gemeint. Okay, so the second concept regarding with this prakriti is like what is the quality of the food, because by nature some foods are heavy and some foods are light, some foods are cold, some food are hot, some are which makes slimy, some which brings the trocken in the body. Also wir sollten schauen, was ist die Qualität des Lebensmittels. Manches Lebensmittel ist von Natur aus eher schwer, manches eher leicht, eher cool, eher warm oder eher trocken oder schleimig. You know, or some of them can make oiliness in your body, some can bring more like the trocken, the dryness in the body.
Also manche Lebensmittel können mehr ölige Zustände im Körper verursachen und andere eher trockene. Yeah, and some can bring the immobility. It means like which are just bring the everything is a stable, like immobility to your body, and some can go very fine. So which brings fineness to your body. We say shukshma in Ayurveda. So which can go very fine in your body. Sorry, can you repeat that? Yeah, some of them can bring immobility, like they can make a kind of first of constipation, and some of them they can bring like a diarrhea because they go very fine. Also manche können eher Immobilität im Körper verursachen und andere können eher feiner gehen. You know, so different food, because of their quality, they bring different kinds of things, you know, or different kind of effect on our body. Also je nachdem, was die Qualität des Essens ist, können sie verschiedene Effekte in unserem Körper auslösen. Okay, so that was the first aspect with the Prakriti, and then second is the Karana. Karana means like a sanskar. Okay, sanskar means like in Ayurveda we say sanskaro hi gunantradhanam, means like you can say there is a processing. So by processing you change the quality of a food. Okay, also der zweite Aspekt ist quasi The die Verdauung. Karana or the processing. Genau, quasi die Verdauung des Essens. Yeah, so means like the processing, like what kind of processing? Just by processing one food can have different effect. Also ein Lebensmittel zu verdauen oder zu verarbeiten, kann verschiedene Effekte haben. Yeah, just for example, when you take the dry ingwa, it has different effect. When we take the ingwa shaft, it has different effect. Also zum Beispiel, wenn wir den trockenen Ingwer nehmen, hat er einen anderen Effekt, als wenn wir ihn klein geschnitten nehmen. Similarly, when you are taking the cold pressed sesame oil, it has different effect. When we take the hot fresh sesame oil, it has different effect. Oder auch wenn wir das kalt gepresst oder das heiß gepresst oder warm gepresste Sesamöl nehmen, hat es auch verschiedene Effekte. Okay, and different food items with the processing with different items, just like when you cook something with the water, when you are cooking something with the maybe some plant-based milk or different milk, or we are using some different kind of you can say vegetables together, they have different effect because of the processing. Also je nachdem, was für Lebensmittel man in einem Essen verwendet, haben sie verschiedene Effekte. Also zum Beispiel, welche pflanzliche Milch man jetzt verwendet. Yeah, and similarly there is also effect of the fire also we say, because toyagni sannikas, toy means water, the effect of the water on different essence, food items. Similarly, different kinds of heat, either a food is cooking with the natural wood or either it is cooking in the electric heat, either with the gas. How you are cooking, it also changes the quality of the food. Also man sagt auch quasi, das Feuer, in welchem das Essen zubereitet wird, verändert die Qualität. Also im übertragenen Sinne die Art der Zubereitung, ob ich es jetzt zum Beispiel auf Gas koche oder anderweitig, elektrisch. Or solar heat. Oder Solarpower. Yeah, and similarly the third aspect is Sanyoga. So Sanyoga means combinations. Okay. Der dritte Aspekt ist Sanyoga, that is the combination. Das bedeutet die Kombination. Yeah, and this is one of the very important principle in Ayurveda because the combination, if these two food which you are mixing together, if they are incompatible to each other, because when these food they doesn't go together well, then it is going to make ama, that is the toxins in your body. So either how much healthy these two food separately, if they don't go together well, then your body is going to generate a lot of toxins. So nicht gesund. Also die Kombination ist sehr wichtig. Wenn man Lebensmittel, die nicht gut miteinander kombinierbar sind, kombiniert, dann kann das zu Giften im Körper führen. Auch wenn die Stoffe oder die Lebensmittel an für sich betrachtet total gesund wären, wenn man sie dann aber kombiniert, ist das nicht gut für den Körper. You know, so there, for example, Ayurveda always says that when you are taking some terrestrial product, you know, so taking the terrestrial products together with natural products, in most of the cases they are not compatible to each other. So you should not take this animal products and natural products together.
Also zum Beispiel sollte man nicht tierische Produkte und natürliche Produkte miteinander kombinieren. Die funktionieren nicht gut zusammen. Yeah, and similarly, then there are something like many like milk, you know, any kind of milk, either it's a plant-based milk or either it's the milk from the cow. It should not be taken together with the salt. That is another example. Also ein Beispiel ist auch, dass man Milch, egal jetzt ob es pflanzliche Milch oder Milch von der Kuh ist, sollte man nicht mit Salz kombinieren. You know, and any kind of food stuff which is already sweet and then you are putting more cream inside that. That is also very claverish combination. So it is going to make your intestines claverish. You know, so the person will have more Verstopfung. Also zum Beispiel, wenn man auch etwas nimmt, was schon sehr süß ist und dann noch Creme da rein macht, dann hat man zwei sehr klebrige Komponenten und die werden dann auch nochmal mehr für Klebrigkeit in der Verdauung sorgen. And yeah, and similarly these days the smoothies are in fashion. So people say, okay, what you are taking these days, I'm fasting in the morning, I drink 1 glass of smoothies. But they don't know like what kind of mixtures they are doing together, whether they know their quality, their taste, and how is their digestive effect, what kind of effect it has on the digestive fiber. They don't know about it because Ayurveda has a different concept about it. So the idea is not to mix all different things like the fruits and different vegetables together and making a smoothie and drinking in the morning. It is based on Ayurvedic principle. It is not gesund, not good idea, because you don't know about how these mixtures is going to what kind of effect it will have on your body at last. Also heutzutage gibt es viele Leute, die zum Beispiel mit einem Smoothie in den Tag steigen oder die auch eine Smoothie-Diät machen, aber viele beschäftigen sich dann in dem Moment nicht damit, was für Lebensmittel sie zusammenmixen, und aus einem ayurvedischen Gesichtspunkt kann das dann oft problematisch sein, weil sie eben nicht die richtigen Lebensmittel zusammenfügen. Yeah. So maybe if you took it separately, like taking one thing separate, one by for eating some maybe vegetable soup, if you are making only, or maybe some vegetable juice, maybe it is beneficial. But when you are mixing together, then they are incompatible. In Ayurveda we say, then it is incompatible. So be careful with that. Also man könnte die Dinge halt getrennt voneinander nehmen oder zum Beispiel nur eine Gemüsesuppe machen oder einen Gemüsesaft, aber nicht unbedingt Obst und Gemüse miteinander mixen, weil wir halt sagen, das ist nicht kompatibel im Ayurveda. Okay, and then next principle is that is the Rashi. Rashi means amount, like what amount of food we should eat. Also der nächste Aspekt ist Rashi und das meint die Menge, also wie viel Menge wir an Lebensmitteln zu uns nehmen. Yeah, so according to Ayurveda, we should take half amount with the solids. Like if you have your stomach, you can divide into the 3 parts, and you can say like half amount should be with the solid, maybe Gitride or something solid food. Whatever food you are eating, it should be solid part. So half part should be filled with the solid, and then remaining half, 1 part should be with the water, liquid, and remaining 1 part should be remain empty. Okay, so half with the solid, then remaining half divided into 2, and 1 part should be for the liquids and 1 part should be remain empty, so the air can move, because for proper digestion we also need some space in the stomach. Also Ayurveda sagen wir, man kann quasi die Fläche des Bauches 3 teilen. In der ersten Hälfte sollte man solide, feste Lebensmittel haben, also das ist die Menge an festen Lebensmitteln, die man zu sich nehmen sollte. Und die zweite Hälfte, dann kann man dann nochmal teilen. Im ersten Viertel sollte Flüssigkeit sein, also die Menge an Flüssigkeit, die man zu sich nimmt. Und das zweite Viertel sollte frei bleiben, damit noch Luft da ist, damit die Verdauung besser stattfinden kann. Yeah, and then there's another concept with the different kinds of food, because Ayurveda says that there are 6 kind of tastes are there, like sweet, sour, salsic, then bitter, pungent, and astringent, that is susamin seed. Okay, so we should have also these 6 tastes in our food based on our body type. Und Ayurveda sagt auch, also es gibt ja 6 Geschmacksrichtungen und dass wir alle diese 6 Geschmacksrichtungen in unserem Essen haben sollten, dann aber noch unter Berücksichtigung unserer Konstitution, unseres Körpertypes. Yeah, just for example, for a person who is a Vata dominant body type, he can have more sweet, sour, and salts. Okay, and then rest 3 can be less, but still it should be there.
Also ein Vata-Typ kann zum Beispiel mehr Süßes, Saures und Salziges haben, von den anderen 3 Geschmacksrichtungen dann eher weniger. Es kann auch da sein, aber es sollte nicht dominant sein. Okay, so that is a Rashi. Then next comes the Desha. So Desha means like the place. So the first concept is like whatever the things grown up in a area where you born, they are most comfortable or most suitable to your body. Okay. Das nächste Konzept ist Desha, das meint der Ort. Also man sagt zum Beispiel, dass dort, wo du geboren bist, das, was auch dort wächst, ist für deinen Körper am besten. Okay, and not only the you can say the food from that region, but it is mentioned that the kräuters also from that region, they are good for you. The water which is from that region, it is good for you. It is, or you can say that is best for you. Also und das bezieht sich nicht nur auf die angepflanzten Lebensmittel, sondern zum Beispiel auch die Kräuter oder auch das Wasser. Das ist das Beste für dich. Yeah, but when it is not available, then you can say, okay, what can be more? If there is no other options, then you have no other choice. But then you have to take from other countries also or other places also. But that is always comes secondary, not the first. Also natürlich, wenn man jetzt keine andere Wahl hat, dann kann man auch von anderen Orten oder Ländern das Essen beziehen. Aber das sollte die zweite Wahl sein. Die erste Wahl ist immer das, was dort wächst, wo du auch aufgewachsen oder geboren bist. Yeah, so here also in Deutschland, there are many things come from outside, you know, so they are not the first option for you to eat, they are the always second. This you have to understand. Also zum Beispiel hier auch in Deutschland haben wir ja viele Lebensmittel, die von außerhalb kommen, aus anderen Ländern. Diese sollten immer die zweite Wahl sein und erste Wahl sollte das sein, was aus der Heimat kommt. Yeah, and next comes the Kala. Kal means time period. So here is with the Kal two concept with that. The time of eating, like when we should eat, that is number one. And number second is the time period when the food is ready. You know, food is ready, like the grains are ready. Okay? Also das nächste Konzept ist Kala. Das bezieht sich auf die Zeit. Also es ist einmal die Zeit, wann wir Essen zu uns nehmen sollen und dann aber auch die Zeit, wann das Essen fertig ist, wann zum Beispiel das Getreide fertig ist. Yeah, so the first one is like when to eat. We should, it's not like that, okay, I have to eat. The first thing is like when you feel hungry, that is the right time for you to eat. Also der erste wichtige Aspekt ist, dass wenn du hungrig bist, dann ist es die richtige Zeit für dich zu essen. Du solltest nicht denken, ich habe jetzt zu essen, sondern erst dann, wenn du hungrig bist, dann ist es für dich die richtige Zeit zu essen. Yeah, and another principle regarding the eating also, when your food is properly digested, like you eat food today, just for example, today I eat food and then after tonight also, then tomorrow morning I should not take breakfast until I go to toilet. So first means like, because that is a sign that my Verdauungsfeuer is good, my digestive fire is good, like, so tomorrow morning I should go to toilet, Stuhlgang, then I should take my food. If I'm not going to toilet, then it's better not to eat. Also ein anderer Aspekt ist auch, dass wir erst dann essen sollen, wenn das Essen, was wir davor zu uns genommen haben, komplett und richtig verdaut wurde. Und ein Zeichen dafür ist halt, dass wir einen Stuhlgang haben. Das heißt, wenn ich jetzt auch heute Abend etwas gegessen habe, dann sollte ich am nächsten Tag erst wieder was essen, nachdem ich morgens auf der Toilette war. Yeah, because in Ayurveda it is mentioned like this is a special concept, the adhesion means like when you are eating a food without the proper the previous meal is digested properly, then it makes ama, the toxins in the body. So it is going to create more problem for you, you know. So it's better until or unless you don't feel that the lightness in your magen, in the stomach, not feeling lightness, no Stuhlgang, you should not eat the next meal. Also im Ayurveda sagen wir halt, wenn man etwas isst, bevor das letzte Mal richtig verdaut wurde, dann führt das auch wieder zu Giftstoffen im Körper und deswegen sollte man erst dann essen, wenn das letzte Mal ausgeschieden wurde, beziehungsweise man ein leichtes Gefühl im Magen hat. Yeah, and then another concept regarding with the time was like when the fruits are ready, just for or detried are ready. For example, if the time for the apples to naturally in the season for the apples to be ready ripen is around September, October, then that is the best time for you to eat the apples, ripen apple. You know, as similarly when some other fruits, if they have a time to ripen is maybe June, July in summertime, so that is the right time for you to eat those fruits.
Not like whole year you want to eat apples, whole year you want to eat oranges or banana or mangoes, you know. So according to Ayurveda, best time is when the natures make them grow, when the natures make them ripen. That is a time for you to eat them, because according to Ayurveda, we should go in the flow with the nature. How the nature is growing the things, we should live according to nature's rule. Also der zweite Aspekt ist dann, dass Ayurveda sagt, wir sollen die Lebensmittel nur dann zu uns nehmen, wenn sie reif sind. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die Äpfel anschauen, die sind ja jetzt September, Oktober reif, und auch dann sollten wir sie essen. Ähnlich auch bei zum Beispiel Beeren, die halt in den Sommermonaten reif sind. Wir sollten sie nur dann zu uns nehmen, wenn sie auch in der Natur zu finden sind, weil Ayurveda halt auch sagt, wir sollen uns quasi mit dem Zyklus der Natur leben und uns dementsprechend ernähren. You know, because that is the best time for eating them. And when to eat? When they are ripened. Don't eat the fruit which is unripened form. You know, so always better when they are ripened. That is the best time, because unripened food time, when they are unripened, it can still make the toxin in the body when it is unripened. Also denn wenn es reif ist, ist es die beste Zeit, um die Lebensmittel zu sich zu nehmen, und man sollte sie auch wirklich nur dann zu sich nehmen, wenn sie reif sind, denn unreife Lebensmittel können auch wiederum Giftstoffe im Körper verursachen. Yeah, and similarly for the Getreide, just for example, different kinds of grain like the basmati or the wheat, whatever you are, or bookwise and dinker. It is mentioned that when this Getreide, when they are at least minimum 6 months, or good will be when they are 1 year old. So you should not eat the fresh, these Getreide. It says that when they are minimum 6 months to 1 year old, then you should eat them. Okay? Genauso ist es mit Getreide wie Basmati-Reis oder auch Gerste, Dinkel. Da heißt es, man soll es Minimum 6 Monate oder idealerweise bis zu einem Jahr nach der Ernte erst essen. Also nicht, wenn es frisch vom Feld geerntet kommt. So all the Getreide, when they are in fresh form, they are heavy for our digestion. And when they get a little bit older, then they are light for digestion. So the principle in Ayurveda for eating this Getreide also, though, not to bring anything which is heavy for our digestion. We should eat those kinds of food which are light to our digestion, so our body can easily digest it. Also denn wenn das Getreide frisch vom Feld kommt, dann ist es sehr schwer, auch für unsere Verdauung. Und wenn es ein bisschen gelagert wurde, dann wird es leichter. Und im Ayurveda sagen wir halt grundsätzlich, man soll leichte Lebensmittel zu sich nehmen, die leicht für die Verdauung sind, und keine schweren Lebensmittel, die eben schwer zu verdauen sind. Yeah, because the concept regarding the food is related with the Agni also, you know, the Fadang's fire, that is Agni in Ayurveda. So, and all the diseases, according to Ayurvedic principle, they happens because of our Agni is imbalance. Yeah, of course, dosha also, because Agni is related with dosha. Everything is interrelated, but this Agni is the center. This Agni is center of our life. If we have a good Fadang's fire, good Agni, we are healthy. We have more glow, you know, good aura. Genau, also im Ayurveda spielt halt das Agni, das Verdauungsfeuer, eine sehr wichtige Rolle. Und wenn das nicht in Balance ist, dann kann das halt zu sehr vielen Krankheiten führen. Natürlich hängt das auch wiederum mit den Doshas zusammen, aber der wichtigste Aspekt ist hier das Agni. Und wenn das Agni gut und stark ist, das Verdauungsfeuer, dann haben wir auch einen Glanz und eine gute Aura. Okay, so this is about the Kala, okay, the time period. And next is Upyog Sanstha. So Upyog Sanstha here in Ayurveda, there are some rules of eating, like what to eat, when to eat. Yeah, so there are some different rules, even though many things are already spoken about the different factors, but here also again some rules of eating. Also das nächste ist Upyogta, there are some rules of eating. Und das heißt, dass es gewisse Regeln gibt. Also wir haben ja jetzt schon gewisse Aspekte behandelt, aber es gibt nochmal konkrete Regeln, was und wann es zu essen gilt. You know, so it says that the food, whatever you are eating, it should not be cold and it should not be hot. So it's a medium, nati ushna, nati sheet, means not so hot, not so cold. So medium, warm food, always eat warm food. Also zum Beispiel sollte das Essen nicht kalt, aber auch nicht heiß sein. Also so Medium, in der Mitte. Also es sollte halt warm sein, aber nicht kalt oder nicht heiß. Yeah, so it means the food which are so cold. It means like ice cream. Based on Ayurvedic principle, ice cream is not a good food. Of course, but people like to eat here in Germany. I saw many times during in the winter time also they eat.
Okay, so sometimes you eat bisschen ice cream, that is just to satisfy your from inner, it is for mental satisfaction. But from the physical level, ice cream is not a good food. Also aus der ayurvedischen Sichtweise ist zum Beispiel Eis kein gutes Lebensmittel, weil es halt sehr kalt ist. Hier natürlich in Deutschland essen sehr viele Leute Eis und es ist auch okay, mal ein bisschen Eis zu sich zu nehmen. Das ist dann aber eher für das Mentale, für das Körperliche und für die Verdauung ist es eigentlich nicht gut. Okay, so and then nati schnell means like not so fast. So whenever you are eating, the food you should not eat in hurry. It's not like that you are driving and during driving you have one burger or pizza or whatever you are eating one side, driving and eating or drinking, or you are in hurry and you are eating. No. So you should always, we say tanmay bhuktya, means like whenever you are eating your food, your whole concentration should be your food, not like thinking about your work or thinking about something or in a fast running. No. Also man sollte auch nicht schnell essen und nicht in Eile essen. Und man sollte sich auch immer auf sein Essen konzentrieren. Also man sollte jetzt zum Beispiel nicht während des Autofahrens etwas zu sich nehmen, sondern das Essen sollte immer in voller Konzentration auf das Essen zugenommen werden. Okay, and it should not be antishnam, means like the food should not be too much of like spicy, Spicy food is also not good. It should not be too sharp. Und auch sollte das Essen nicht zu scharf sein. Okay, nati mridu or nati kathin, means like it should not be very hard and it also should not be very soft. So medium consistency of the food. Und es sollte auch nicht zu weich oder zu hart sein. Also auch hier wieder eine Mitte in der Konsistenz auch. Yeah, and when you are eating, it means like when I say not so mridu and not so hard, so it has to do something with the grains, not the grains also, and also the beans, and also sometimes this brown basmati, which doesn't cook properly, So best way of cooking these things is to soak them in water overnight. So either this brown basmati or either the beans, bonan, which we eat. So if they are not soaked overnight, they don't cook properly. So it's better to soak them overnight and then cooking them next day. Then it's better. Also dieses nicht zu hart bezieht sich halt vor allem auf Getreide wie Basmati-Reis oder auch Bohnen. Man sagt im Ayurveda, um sie halt gut kochen zu können, sollte man sie über Nacht einweichen. Erst dann können sie am nächsten Tag richtig kochen und dann auch gar werden. Because different beans, when they are not cooked properly and they are still hard, when we eat them, our digestifier, it cannot digest them properly. They don't get digested properly. They remain in this dickdarm in our big large intestine for a long time, and then they start getting fermentation there, and then they start making toxins. So ultimately, nicht gut. Blähungen, more problems. Genau, also zum Beispiel, weil wenn Bohnen nicht richtig gar gekocht sind, dann kann der Körper sie nicht richtig verdauen, das Agni-Feuer kann sie nicht richtig verdauen und dann bleiben sie im Dickdarm, fermentieren dort und das wiederum führt dann auch wieder zu Giftstoffen und auch zu Blähungen oder ähnlichen Problemen. Yeah, and similarly then here comes the what kind of food we should eat first. Okay. If you have the 6 tastes like sweet, sour, salzic, bitter, pungent and astringent, that is susamin seed. So the best principle is, according to Ayurveda, first you start with the sweet. Here you say, okay, dessert goes last, but based on Ayurveda, he said that you should eat the dessert first. Okay, the sweet should be number 1. So sweet, and then middle, sour and salzic, and then at last goes these 3 tastes. These are the bitter, pungent and astringent, they go at last. Okay, also wir gucken uns dann auch im Ayurveda an, in welcher Reihenfolge man die Lebensmittel zu sich nehmen sollte. Hier bezieht sich das wieder auf die Geschmacksrichtungen. Dem Ayurveda zufolge sollte man Süßes zuerst essen, also hier essen wir ja den Nachtisch zuerst. Nach Ayurveda zufolge müsste man den Nachtisch zuerst essen und dann kommt das Saure und dann das Salzige und zum Schluss dann die anderen Geschmacksrichtungen zusammen. Yeah. Yes, and also it is also mentioned like whenever you are eating something sweet, okay, because earlier times, many things in Ayurveda it is written for the kings, okay, so for them, so it is mentioned like whenever you are eating something sweet, so it's better to eat in a golden bowl. Okay, these days it's difficult, but if you eat not golden bowl, then use stainless steel, that is a better quality. Also zum Beispiel sagt man auch, wenn man etwas Süßes isst, dann soll man das aus einer goldenen Schale essen. Da merkt man so ein bisschen, dass Ayurveda
für frühere Könige geschrieben wurde. Natürlich ist das mit der goldenen Schale jetzt heute ein bisschen schwieriger. Man könnte zum Beispiel sagen Silver. Stainless Steel, also Stahl. Yeah, or silver. Oder Silber, Ja. einfach hohe Qualität. Yeah, aber silver is, if it is silver is also expensive teuer, then you can eat all those things in a stainless steel. You know, they are but they are still better than other things. Also wenn jetzt Silber immer noch zu teuer ist, dann halt Stahl, weil das immer noch besser ist als andere Dinge. Yeah, so these are some of the rules about like how to eat the food, and also similarly the water, because water is also very important. So some people they need to drink water before, some people they need to drink water later after the meal, and some people they need to drink water in the middle. Also das war jetzt die Dinge, also haben wir uns jetzt gerade angeschaut, wie man die Lebensmittel essen soll, in welcher Reihenfolge. Genauso wichtig ist es auch bei Wasser. Also es gibt für manche Menschen ist es besser vorher Wasser zu trinken, für andere eher danach und für andere wiederum sollten sie es während des Essens zu sich nehmen. Just for example, if a person who wants to lose weight, then it's mentioned that that person should drink the water before. A person who wants to gain weight, then it's mentioned drinking water nach dem Essen. And a person who thinks, okay, I'm in a middle weight, I don't want to gain any weight or I don't want to lose any weight, then in the middle you can drink some water. Nicht viel, bisschen Water. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eher Gewicht verlieren möchte, dann sollte er das Wasser vor der Mahlzeit zu sich nehmen. Wenn er Gewicht zunehmen möchte, dann sollte er das Wasser danach trinken. Und wenn er sagt, okay, ich möchte mein Gewicht behalten, dann kann er während des Essens trinken, aber auch nicht zu viel, nur ein wenig. Yeah, and it is also mentioned that drinking water too much also not a good idea. It's, you know, sometimes people say, okay, I drink a lot of water. It doesn't mean like if a person drinks a lot of water, so that person is very healthy. No, because if you are drinking water without thinking, drinking 4 liters, 5 liters a day, what is going to happen? That it will make your digestive fire vinegar, and when your agni is vinegar, you can't be healthy. Okay, so drinking water also in a limit. Not like too much water. If I drink a lot of water, so I'm very healthy. That is not the question. Also man sollte aber auch nicht zu viel Wasser trinken. Auch hier muss man das in einem gewissen Maße machen. Denn wenn man zu viel Wasser zu sich nimmt und ohne darüber nachzudenken, dann löscht man quasi das Agni, das Verdauungsfeuer, und das ist dann auch nicht gesund. Okay, so after having these 7 factors, then the last factor comes, that is the Upbhokta. Upbhokta means the person who is going to eat it, because it is mentioned that the people in different regions or maybe in community or family, they get habited or they get adjusted with a different kind of food lifestyle, so they cannot change it quickly. So they should take a time and slowly come back to a normal or which is a good way of eating. So here the concept of adjustment we say, like a person who is get used to it, you know. So if I said, okay, normally in Ayurveda it is mentioned that eating yogurt at night is prohibited, but some persons in their family they get used to eat the yogurt at night. Then it's mentioned how it is possible. It is possible because these person they are taking this yogurt at night for many years, so it became a habit and their body get adjusted to it. But it's not a healthy habit, so you need to slowly leave it. Okay, so unhealthy habit also, when it is coming our body as a routine, we need to leave it slowly and coming back to a normal healthy routine. Als 8. Aspekt schauen wir uns dann den Menschen an, der das Essen isst. Denn es ist häufig so, wenn wir irgendwie in unserer Gemeinschaft, in der wir aufgewachsen sind, oder der Familie, eignen wir uns gewisse Lebensmittel oder Essensgewohnheiten an. Und da gewöhnt sich dann der Körper auch dran. Und dann ist es schwierig für den Körper, sich von jetzt auf gleich umzustellen. Und hier ist es wichtig, eine langsame Umstellung zu machen. Und zum Beispiel sagt Ayurveda eigentlich, Yoga in der Nacht oder am Abend zu essen ist nicht gut. Aber es gibt halt Familien, in denen ist das so gang und gäbe, in denen wurde das oft gemacht und dann hat sich der Körper dran gewöhnt. Aber trotzdem ist es nicht gesund für den Körper. Und hier geht es dann darum, sich langsam Stück für Stück das abzugewöhnen und dem Körper bessere Gewohnheiten, gesündere Gewohnheiten anzugewöhnen. Yeah, so this is also known as adaptability. Okay, so another word if I say with this Upbhokta, like adaptability. Okay, sometimes adaptability helps in adverse situation, but for long term it's not a good idea. Also das ist quasi die Adaptionsfähigkeit.
Manchmal ist das wichtig, dass sich der Körper anpassen kann, gerade vielleicht für kurzfristige Situationen, aber auf lange Sicht betrachtet ist das keine gute Idee. Okay, so these are the different 8 factors about the eating in Ayurveda. So now we are open for questions. People who are sitting over here, you can ask me questions. And if there's any questions, people who are watching online, then you can also ask, you can write your question in the link in the chat. Also das waren die 8 Faktoren von Essen nach ayurvedischen Gesichtspunkten. Jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen, entweder hier im Raum oder halt per Chat online. Okay, any questions? I hope you understand the concept about the food in Ayurveda. Fragen, ich hoffe, ihr versteht das Konzept von Essen in Ayurveda. Alles okay? Yes? Okay, do we have any questions here? Okay, good. So thank you very much for listening us carefully here, patiently, and also those people who are watching us online. So see you next time with our another topic in Ayurveda. Till then, Namasté. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, sowohl hier im Raum auch als zu Hause. Bis zum nächsten Ayurveda-Vortrag. Namaste und bis dann. Okay, thank you.